Wir möchten dir heute zeigen, wie du den neuen Shop einrichtest, wenn du bereits unseren alten Webshop Plentyshop LTS produktiv nutzt. Für alle Plenty One-Nutzer, die bisher noch keinen Plentyshop LTS genutzt haben, wird es bald ein anderes Video geben, das euch den Einstieg vereinfachen soll. Das Video teilt sich in mehrere Teile auf, die als Kapitel im Video markiert sind und zwischen denen du hin und her springen kannst. Diese Teile sind Bereitstellung des Shops, Einrichten der Startseite im Editor, grundlegende Einstellungen im Editor und mit dem Shop live gehen. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. Eine ausführliche Einrichtungsanleitung findest du im Handbuch. Du erreichst sie über den Menüpunkt Shop und dann Shop einrichten. Einige der gezeigten Benutzeroberflächen und Einstellungsoptionen werden sich in den nächsten Wochen ändern. Solltest du also feststellen, dass bestimmte Teile des Videos nicht aktuell zu sein scheinen, schau gerne nochmal in ein paar Tagen vorbei. Wir werden die Kapitel regelmäßig aktualisieren. Um den neuen Shop von Plenty One bereitzustellen, klick zuerst auf das Hauptmenü Shop und dann auf Verwaltung. Um einen neuen Shop hinzuzufügen, drück zuerst auf das Plus in der oberen linken Ecke. In dem nun geöffneten Dialog vergibst du zuerst einen Anwendungsnamen. Dieser wird dafür verwendet, um den Shop schneller identifizieren zu können. Im zweiten Schritt selektierst du den Mandanten, für den du den Shop erstellen möchtest. Im dritten und letzten Schritt wählst du aus, welche Anwendungsquelle du für den Shop nutzen möchtest. Zum jetzigen Zeitpunkt hast du hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Plenty One Shop. Dies ist der Standardshop von Plenty One und wird von uns regelmäßig mit Updates und Verbesserungen versorgt. Und zweitens, GitHub-Integration. Wähle diese Option, wenn du einen eigenen modifizierten Shop über GitHub einbinden möchtest. Diese Variante empfiehlt sich für Agenturen und Nutzer mit Entwicklungserfahrung, die eine angepasste Version des Shops nutzen wollen. Wie das genau funktioniert, findest du in der Entwicklerdokumentation. In naher Zukunft werden an dieser Stelle noch weitere Optionen erscheinen, die es dir ermöglichen, zum Beispiel andere Themes als Grundlage deines Shops zu verwenden. Am Ende klickst du nur noch auf Erstellen. Um den Shop ansehen und bearbeiten zu können, müssen wir ihn aktivieren. Bei der ersten Aktivierung wird zusätzlich eine Bereitstellung durchgeführt. Daher kann die erste Aktivierung ein bisschen länger dauern. Wir spulen das Ganze einmal vor. Wichtig zu wissen, beim Aktivieren deines Shops weisen wir dich darauf hin, dass er für 12 Stunden in der Vorschau erreichbar ist. Nach diesen 12 Stunden wird der Shop heruntergefahren, um Ressourcen zu sparen. Du kannst ihn aber so oft wie du möchtest reaktivieren. Ein Shop, der live ist, also produktiv, ist davon aber natürlich nicht betroffen und bleibt aktiv, bis er offline genommen wird. Jetzt kannst du den Shop aktivieren. Dies kann einen Moment dauern und wir werden in ein paar Minuten nochmal vorbeischauen. Nach ein paar Minuten und einem Neuladen der UI erkennst du am derzeitigen Status, dass der Shop erfolgreich aktiviert wurde. Damit bist du bereit, den Shop zu gestalten und Einstellungen durchzuführen. Der Vollständigkeit halber erkläre ich allerdings noch alle weiteren Interaktionen, die in dieser UI zur Verfügung stehen. Einstellungen. Diese UI ermöglicht es dir derzeit, noch einige Einstellungen für den Shop durchzuführen. Alle hier zu sehenden Einstellungen werden in Kürze aber auch im Editor zur Verfügung stehen und die UI somit redundant. Wir werden sie zu gegebener Zeit ausbauen. Die nächste Option ist Anwendungen bearbeiten. Durch den Klick auf diesen Button kannst du die zuvor hinterlegten Informationen des Shops bearbeiten. Das heißt, Anwendungsname und Anwendungsquelle sind auch nachträglich änderbar. Die nächste Option ist Shop aktualisieren. Ein Klick auf diesen Button stellt die neueste Version des Shops bereit. Wir empfehlen, den Shop regelmäßig zu aktualisieren, um immer die neuesten Verbesserungen zu nutzen. Live-Modus aktivieren. Diesen Button kannst du nutzen, um deinen Shop von der Vorschau in den Produktivmodus zu versetzen. Das heißt, dass über die mit dem Mandanten verknüpfte URL der neue Shop verfügbar wird. Merke dabei, dass ein derzeitig aktivierter Plentyshop LTS, also der alte Plugin-basierte Webshop, dann nicht mehr über diese URL erreichbar ist, bis du den Live-Modus beendest. Umgebungsinformationen anzeigen. Diese Option ist für Entwickler relevant und zeigt Informationen an, die notwendig sind, um den Shop lokal entwickeln zu können. Und zu guter Letzt, Anwendungen löschen, macht genau das, was es vermuten lässt und erlaubt es dir, den Shop zu löschen.
Damit schließen wir den Teil des Videos bezüglich der Bereitstellung ab. Im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie du die Startseite deines Shops im Editor bearbeiten kannst. Dafür klickst du auf Editor öffnen. Dadurch öffnet sich der Editor in einem neuen Tab. Das Plenty One Backend lassen wir allerdings noch offen, da wir es später noch brauchen. In dem gerade geöffneten neuen Tab siehst du jetzt den Editor und die Startseite deines Shops in der Vorschau. Und damit kommen wir auch zu einem der letzten Schritte, die du umsetzen musst, um den Shop nutzen zu können. Die Startseite einrichten. Was du gerade siehst, ist die Startseitenvorlage. Um diese anzupassen, kannst du Blöcke entfernen, neue Blöcke hinzufügen und die bestehenden Blöcke bearbeiten oder ordnen. Ich werde hier aber nicht zu sehr ins Detail gehen und nur beispielhaft ein paar Änderungen durchführen. Für eine detaillierte Einführung in den Editor stellen wir dir ein anderes Video bereit. Ich bearbeite hier einmal beispielhaft den Bilderslider. Ich gehe zu Slide 2 und entferne ihn, da ich ihn nicht mehr brauche. Auch inhaltliche Änderungen an diesem Block sind möglich und ich ändere hier einmal ein paar der Texte. Als nächstes entferne ich diesen Block, da ich ihn nicht mehr benötige. Zu guter Letzt aktualisiere ich noch die bereits eingefügte Artikelliste am Ende der Seite. Ich füge hier den korrekten Link zur Kategorie ein und dann die ID zur Kategorie, um die entsprechenden Daten zu laden. Auch hier ändere ich entsprechend die Texte. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, muss ich am Ende nur noch auf Save Changes klicken. Um weitere Blöcke hinzuzufügen, hover über einen bestehenden Block und klicke auf das Plus. In der Auswahl kannst du jetzt entscheiden, welchen Block du nehmen möchtest. In unserem Fall entscheiden wir uns für eine weitere Artikelliste. Ich werde auch wieder bei dieser Liste ein paar Einstellungen durchführen. Zum Beispiel die Kategorie-ID hinterlegen, um die Daten der entsprechenden Kategorie zu laden und ein paar Texte ändern. Kommen wir nun zu den Einstellungen. Da die Einstellungen gerade vollständig überarbeitet werden und sich dieser Teil des Editors in den nächsten Wochen stark verändert, werde ich hier nicht zu sehr drauf eingehen. Wir werden das Video entsprechend aktualisieren, sobald die Änderungen verfügbar sind. Ein kurzer Hinweis vorab: Einige der Einstellungen des PlentyShop LTS Assistenten haben derzeitig noch Einfluss auf den neuen Shop und können genutzt werden. Diese werden mit der Zeit vollständig umgezogen und können dann exklusiv im Editor bearbeitet werden. Klicke auf den oberen Button, um die Seitenverwaltung zu öffnen. Hier kannst du Inhaltsseiten und Artikelkategorien erstellen und bearbeiten. Klicke auf den Stift, um die Designeinstellungen zu öffnen. Hier kannst du grundlegende Einstellungen zur Gestaltung deines Shops durchführen. In den anderen Menüs findest du zum jetzigen Zeitpunkt andere Einstellungen bezüglich Kategorien, Customer Management und SEO. Sieh dich am besten einmal selber um. Nun steht dir nichts mehr im Wege, den Shop live zu stellen. Um den Shop jetzt live zu stellen, gehst du zurück in das Plenty One Backend. Stelle sicher, dass dein Shop noch aktiv ist. Falls der Shop aktiv ist, kannst du ihn jetzt über das 3-Punkte-Menü und den Button Live-Modus aktivieren, live schalten. Beachte erneut die Meldung auf dem Bildschirm. Solltest du bereits einen aktiven PlentyShop LTS Shop haben, wird dieser danach nicht mehr über die verknüpfte URL erreichbar sein. Stattdessen werden deine Kunden unter der URL deinen neuen Shop auffinden. Solltest du keine aktive LTS auf diesem Mandanten verknüpft haben oder mit der Änderung einverstanden sein, bestätige es mit einem Klick auf den Button Live-Modus aktivieren. Nach einem kurzen Moment wird die mit dem Mandanten verknüpfte URL auf deinen neuen Shop zeigen. Öffnest du die URL deines Shops in einem anderen Browser oder im Inkognito-Modus, kannst du sehen, dass die von dir durchgeführten Änderungen jetzt für jeden im Internet sichtbar sind. Du bist damit erfolgreich mit deinem neuen Shop live gegangen.